Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen zu meinem Kanal, YouTube-Kanal Zobeltier Finanzkanal, und ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute geht es schon um das bereits erwähnte Unternehmen Ares Capital Corporation und ich werde eine erste Limit-Position aufbauen und schaut euch das einfach an bis zum Schluss. Bleibt dran, es geht auch schon los. Bis gleich. Ich bin jetzt schon mal in die Desktop-App von Trade Republic gegangen und ihr könnt hier einfach die Ares Capital Corporation aussuchen, indem ihr da hat er die schon gefunden, den Namen eingebt, und hier ist sie auch schon aufgerufen. Was mache ich, um ein Gefühl für den Limitkurs zu bekommen? Ich will ja, dass das zeitnah ausgeführt wird. In dem Fall hat Ares Capital bald eine Dividendenausschüttung und bis zum 14. März muss die Aktie dann im Depot sein, um noch für die Dividende berücksichtigt zu werden. Und jetzt schaue ich mir dann immer einmal die Tagesspanne an. Die liegt heute bei 18,13 € bis 18,40 € in der Spitze. Der Geldkurs ist 18,40 aktuell und 18,57 ist also der Spread zwischen dem Briefkurs, ungefähr 17 Cent. Das sind die Kurse von Lang und Schwarz. Ich habe auch nochmal hier einen zweiten Reiter aufgemacht und die Ares schon eingegeben. Ihr gebt die einfach hier oben ein, dann habt ihr schon einen entsprechenden Vorschlag und könnt ihr hier aussuchen. Geht auf Quotes, seht, welche Kurse gestellt worden sind, und da sieht man, dass die Tendenz so aktuell ein bisschen nach oben geht. Tiefstkurs war heute am 3. März der 18,27 € und hier ist das hoch versteckt, das war bei 18,49 €. Auch nochmal die Spanne zwischen Geld und Briefkurs, circa 17 Cent. Kurs steigt leicht heute. Da haben wir nochmal die Wertpapier-Kennnummer und die ISIN, und das ist auch die Nummer, die mir bekannt vorkommt. Also checkt also nochmal, ob ihr wirklich die richtige Wertpapier-Kennnummer habt und die richtige Aktie kauft. Aber es ist hier in beiden Fenstern, in beiden Tabs der Fall. So, jetzt versteckt sich die Limit Order hier in der Desktop-App. In der Handy-App ist es ähnlich, ein bisschen anders vielleicht, aber ähnliche sinnvolle Nutzerführung. Und jetzt kann man hier die Limit Order auswählen. Ich weiß jetzt noch ungefähr nicht, wie viel Stück, deswegen gehe ich in meinen Rechner und gebe hier ein 1200 € geteilt durch den aktuellen Kurs 18,40 € und ist ein ungefährer Wert, bekomme ich circa 65 Aktien dafür, abzüglich natürlich der Kosten. Und ich gebe jetzt einfach mal eine Order ein, 65 Anzahl, und mein Limit soll sein 18,32 € ist mein Wunschkurs, den ich haben will. Ich würde jetzt erstmal eine Limit Order einstellen, die aber nicht gleich ausgeführt werden kann. Ich habe jetzt hier die Schaltfläche in grün, kann also die Order mir nochmal hier anschauen. Dann kommt nochmal ein Fenster, also ist jetzt noch nicht gekauft oder bestätigt. Ich kaufe 65 Ares Capital, und sobald der Limitkurs von 18,32 € beim Briefkurs erreicht wird, wird diese Order ausgeführt. Sie gilt jetzt ein Jahr, sie würde also weiterlaufen, auch nächste Woche nach dem Wochenende. Und hier sehen wir nochmal den Limitpreis. Summe indikativ ist jetzt noch 0. Und jetzt klicke ich auf Kaufen. Dann wird die Order platziert und kann hier nochmal bestätigen. Und tatsächlich hat sich hier jetzt ein neues Kästchen aufgemacht mit der offenen Order. Und ich habe hier 1191,80 reserviert, geblockt von meinem verfügbaren Kapital, was auf dem Verrechnungskonto natürlich sein sollte. Also wenn ihr eine Limit Order ausführen wollt, muss dann hier auch Kapital zur Verfügung stehen in Höhe des gewünschten Kaufwertes. Mir die Daumen, ich bin gespannt. Die Limit Order wird hoffentlich heute noch ausgeführt, und ich denke mal, Ende der Woche stellen die Händler ihre Positionen glatt. Also kann es sein, dass die Aktie, die Ares Capital, nochmal auf 18,32 heute runtergeht. Wäre super, wenn das dann schon der Fall wäre. Ansonsten werde ich nächste Woche hoffentlich Glück haben und auch gezielt die Aktie dann kaufen können. Wie ist es bei euch? Stellt ihr den Limitpreis auch so ungefähr ein, wie ich das mache? Habt ihr eine andere Technik? Macht ihr euch vorher andere Gedanken, wie ihr den Limitpreis setzen wollt?
Und ja, bin gespannt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare hin. Und das war's in aller Kürze. Ich hoffe, das Video hat euch einen Mehrwert gebracht und ihr habt jetzt verstanden, wie eine Limit Order bei Trade Republic ausgeführt werden kann. Drückt mir die Daumen, dass die Position auch ausgelöst wird. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie die Ares Corporation arbeitet und was genau sie machen, schaut euch mal das andere Video an. Ich verlinke euch das und ich freue mich bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.